Nach der Tötung von Hamas-Chef Sinwar gibt es offenbar wieder Hoffnung auf Gespräche zur Freilassung der israelischen Geiseln. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad reist am kommenden Sonntag nach Katar, um die Verhandlungen gemeinsam mit CIA-Chef Burns sowie Katars Ministerpräsidenten wieder in Gang zu bringen. Hochrangige Hamas-Terroristen sollen bereits mit Vertretern Ägyptens in Kairo zusammengekommen sein. Dabei soll die aktuelle Lage im Gazastreifen und die Möglichkeiten für eine Waffenruhe bereits das Thema gewesen sein. Und aus Tel Aviv ist mir auch an diesem Freitagmorgen Tatjana Ohm zugeschaltet. Guten Morgen, Tatjana. Also offenbar jetzt wieder Hoffnung auf eine Freilassung der Geiseln, dass es zu diesen Gesprächen kommen könnte und sie endlich Erfolg haben könnten. Wie schätzt du denn die Chancen ein, dass tatsächlich jetzt wieder Bewegung in diese Debatte kommt? Na, Carsten, du merkst es schon selber, wie du auch formulierst. Da sind unfassbar viele Könnte in jedem einzelnen Satz enthalten. Und ich muss im Prinzip auch mit diesen vielen Könnte weitermachen. Könnte, würde, möglicherweise. Also was feststeht, ist, dass es zu Gesprächen offenbar kommen wird. Wir haben sozusagen zwei Standorte, zwei Punkte, wo gesprochen wird. Wir haben einmal die Ägypter, die im Moment mit Hamas-Vertretern am Diskutieren und am Verhandeln sind. Und wir haben parallel dazu dann eben die Gespräche in Katar, wo am Sonntag eben der Mossad-Auslandschef hinfliegen wird, um da die Gespräche zu führen. Du hast es in dem kurzen Beitrag hier eben schon angesprochen. Schauen wir auf die unterschiedlichen Positionen, die wir haben. Bei der Hamas, so sieht es im Moment aus, scheint es im Moment nicht wirklich eine Veränderung der Forderungen zu geben, die im Prinzip in den vergangenen Monaten, wann immer es Gespräche gegeben hat, aufgemacht wurden. Und das ist eben ein Waffenstillstand, der vollständige Abzug sämtlicher israelischer Truppen und ein Gefangenenaustausch. Das wiederum ist etwas, worauf Israel sich in Teilen nicht einlassen will, zumindest im Moment nicht. Netanyahus Strategie ist ja immer gewesen, israelische Truppen zumindest an einigen neuralgischen Punkten müssen bleiben, damit sich eben ein 7. Oktober nicht wiederholen kann. Wenn es darum geht, ob Israel seine strategischen Ziele im Gazastreifen erreicht hat oder nicht, da ist es ganz interessant zu hören, was der amerikanische Außenminister Blinken gesagt hat. Der nämlich glaubt und geht davon aus, dass Israel eigentlich ja seine Ziele erreicht hat, nämlich eine Zerschlagung der Hamas, und die führenden Köpfe sind auch nicht mehr dort. Wie groß sind die Chancen also, dass man zu einem Deal kommen kann? Sie sind vielleicht einen Hauch größer, als sie es noch waren vor 2 Monaten, als mit dem Hamas-Chef im Gazastreifen Sinwar jemand die Verhandlungen geführt hat, wenn auch aus der Distanz, der eben da sehr, sehr, ich nenne es mal, hartleibig gewesen ist, was er als Terrorist natürlich war. Möglicherweise hat man hier aber jetzt tatsächlich das Gefühl, dass mit der zweiten Kommandoebene, die noch übrig geblieben ist von der Hamas und die sich in großen Teilen eben im Exil empfindet, dass man dort eher zu einem Deal kommen könnte. Tatjana, interessant ist ja, dass die New York Times nun berichtet, dass das Mullah-Regime im Iran sich auf einen Gegenschlag Israels vorbereitet. Wie intensiv sind denn diese Vorbereitungen? Was weiß man darüber? Das ist ein hochspannender Artikel, den die Kollegen der New York Times da zusammengetragen haben. Sie berufen sich auf 4 unterschiedliche hochrangige Personen im Iran. Und die sollen ihnen oder wollen ihnen berichtet haben, dass es offenbar unterschiedliche Szenarien im Iran gibt, wie man reagieren will, wenn denn dann der israelische Gegenschlag stattfinden wird. Das wird offenbar davon abhängen, wie stark, wie massiv dieser Gegenschlag ausfällt. So heißt es angeblich aus dem Iran im Moment, sollte dieser Gegenschlag auf bestimmte Ziele gerichtet sein, wie zum Beispiel einige wenige Munitionsdepots, einige militärische Anlagen, dann könnte es sogar sein, dass der Iran überhaupt nicht reagiert. Sollte der israelische Vergeltungsschlag aber dergestalt sein, dass man massive Schäden zu befürchten hat auf Seiten des Iran, dass auch Menschen zu Schaden kommen, dann könnte dann wiederum ein iranischer Vergeltungsschlag deutlich größer ausfallen im Moment. Und Khamenei, der Ayatollah, hat offenbar das Militär angewiesen, diese unterschiedlichen Szenarien bereits auszuarbeiten. Interessant in dem Zusammenhang noch ganz schnell sind auch andere Medienberichte, wonach Israel aufgrund der Veröffentlichung des Leaks, was wir in Amerika gesehen haben, über die Pläne, wie man zurückschlagen will, diesen Vergeltungsschlag eben zurückstellen musste um einige Tage, weil man eben die Vorgehensweise doch noch einmal verändern will. Tatjana, danke für all diese aktuellen Informationen rund um den Nahostkonflikt.